Wir sind da richtig stolz auf das und es ist auch hier, es ist was Einzigartiges und für das steht der Salzburgring. Es ist natürlich immer ein tolles Bild, wenn über 100 Motorräder da am Salzburgring einfahren mit eingeschaltetem Blaulicht, mit den unterschiedlichsten Lackierungen, mit den unterschiedlichsten Polizeischriftzügen in den diversen Landessprachen. Also es ist schon wirklich ein imposantes Bild, speziell wenn man dann diese Motorräder auch aufgestellt sieht in Reihe und Glied. Es ist schon ein toller Eindruck. Man muss halt auch die Geschwindigkeit natürlich halt irgendwo gewöhnt werden, gell? Und man muss mit der Geschwindigkeit umgehen können. Und die kannst du halt wirklich nur auf so einer aktiven Rennstrecke. Erstens einmal ist das Gelände dafür wie geschaffen, gell? Er ist sehr großflächig. Wir haben sehr viele Asphaltflächen, wo wir trainieren können. Und speziell die Strecke verwenden wir halt für Hochgeschwindigkeitstraining, weil er halt da die notwendige Sicherheit bietet. Und Sicherheit steht halt für uns immer an oberster Stelle. Grundsätzlich veranstalten wir also das internationale Motorradtraining, dort wird wir voneinander lernen. Das soll keine Einbahnstraße sein, sondern wir wollen auch wissen, wie es die Kollegen in ihren Ländern machen. Es ist ein Wissensaustausch. Ja, es unterscheidet sich sehr von einem Privatfahrer, weil es halt bei uns ein sehr technisches Fahren ist und der Privatfahrer kommt halt nicht in die Situationen, wo halt die Kollegen kommen. Darum beschäftigen wir uns sehr viel mit der reinen Fahrtechnik am Motorrad. Wir müssen halt jederzeit und überall umdrehen können zum Beispiel, wo sich der Private vielleicht jetzt mehr Platz suchen würde, dass er mit dem Motorrad umdreht, müssen unsere Kollegen wirklich fast am Stand umdrehen können. Gell? Und halt wirklich in jeder Lebenslage, egal auch bei Wetter, schlechtem Wetter, wenn es stark regnet und so, wo ein Privater vielleicht nicht mehr das Motorrad herausholen würde, muss halt der Kollege noch fahren. Ein Thema ist natürlich der motorisierte Streifendienst mit Blaulichtfahrzeugen. Der andere ist aber natürlich auch im Zivilbereich. Das heißt, wir haben auch einige sehr PS-starke Fahrzeuge, wo wir auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf diese Arbeitsgeräte schulen müssen und natürlich trainieren auch Sondereinheiten hier. Und da ist es auch umso wichtiger, dass man das abseits der Öffentlichkeit macht, um hier nicht auch der Öffentlichkeit einen zu großen Einblick zu gewähren. Weil es einfach was Vergleichbares eigentlich fast in ganz Europa nicht gibt. Also die sind hier total überrascht, was hier für Trainingsbedingungen vorhanden sind und auch mit diesem Ambiente hier in Salzburg. Für uns ist die Kooperation mit der Landespolizeidirektion Salzburg und jetzt übergreifend auch mit dem Innenministerium ist das was Besonderes, dass man sagen kann, man hat die Polizei als Partner. Das sieht man beim internationalen Motorradtreffen, das sieht man aber auch bei unseren Ausbildungstrainings im Hochgeschwindigkeitssegment. Wir sind da richtig stolz auf das und es ist auch hier, es ist was Einzigartiges und für das steht der Salzburgring.